Ihr kennt ja mittlerweile alle unseren kleinen, großen TP22. Und das letzte Mal, als ihr ihn gesehen habt, hat er sich für euch so richtig in den Matsch geworfen und hat euch gezeigt, wie sein Pendelaggregat, das für den Offroad-Einsatz konzipiert ist, ordentlich zu Werke geht. Dabei haben wir gesehen, wie dieses Aggregat ein seitenunabhängiges Ausgleichsverhältnis ermöglicht und dabei unabhängig vom Beladungszustand seine Fahrthöhe nahezu konstant hält. Das Aggregat besteht aus diesen Pendelarmen, die am Ende dieser geteilten Achskörper verbunden sind und sich um eine horizontale Achse drehen. Ihr gemeinsamer Drehpunkt ist diese massive Welle in den Gleitlagerbuchsen des Mittelachskörpers und es braucht de facto nur einen Montagepunkt für zwei Achsen. Durch die Pendelbewegung der Arme können die Räder unabhängig voneinander Unebenheiten im Gelände ausgleichen und die Fahrzeughöhe kann weitestgehend konstant gehalten werden. Das Pendelaggregat führt die Pendelbewegung in Längsrichtung je Seite durch. Es gibt keine Verbindung zwischen links und rechts. Und da das Pendelaggregat ohne federndes Element auskommt, wie der im Anhängerbereich üblichen Luftfederung, kann die Fahrzeughöhe mühelos konstant gehalten werden. Auf der Autobahn außerhalb einer Baustelle wirst du keinen TP22 sehen, denn er ist für eine maximale Geschwindigkeit von 40 km/h konstruiert. Er braucht deshalb auch keine ABS-zensierte Bremse und kommt, wie gesagt, ohne Federung aus. Das einzig federnde Element sind die sehr erwachsenen Ballonreifen der Dimension 650/55 R 26,5. Und wegen dieser geringen Geschwindigkeit lässt sich auch die maximale Tragfähigkeit von 30 Tonnen leicht meistern. Und bei einer Geschwindigkeit von lediglich 25 km/h könnte Obelix sogar noch 2 Hinkelsteine drauflegen.